Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Wir alle sehen momentan diese Bilder, wie Putztrupps durch die Straßen ziehen und diese desinfizieren. Heute telefoniere ich mit einem Spezialisten für Oberflächenbeschichtung. Er ist weltweit führender Hersteller für dieselbigen, und zwar der CEO der Wagner Group. Hallo, Herr Dr. Bruno Niemeyer. Ich treffe Sie ebenfalls im Homeoffice an. Wie geht's Ihnen? Schönen guten Tag, Herr Benzmann. Mir persönlich geht es gut und freue mich auch berichten zu können, dass wir aktuell keinen infizierten Fall in der Wagner-Welt haben. Das heißt, eine prophylaktische Maßnahme, dass Sie jetzt auch von zu Hause aus arbeiten? Ja, wir haben insgesamt, denke ich, wie fast alle Unternehmen mehr oder weniger über Nacht auch umgestellt auf eine sehr starke Nutzung von Homeoffices. Ich würde denken, von unseren Kollegen aus den Bürobereichen sind gut über 90% in Homeoffices. Das ging sehr, sehr schnell, die Umstellung. Und ich bin erstaunt, jetzt innerhalb von 2 Wochen beeindruckt, wie auch die Prozesse sich dann noch gefunden haben. Wir eigentlich relativ stabil miteinander arbeiten. Und ich persönlich habe das Gefühl, man ist doch sehr, sehr intensiv weiter miteinander verbunden, auch wenn man physisch nicht mehr so nah beieinander ist. Sie sind ja Marktführer für mobile Sprühgeräte und diese stationären Sprühanlagen auch in den Vereinigten Staaten. Wenn wir den Schlagzeilen Glauben schenken wollen, scheint die Lage dort drastisch zu sein. Würden Sie das bestätigen? Ja, ist in Amerika, das, was man aus der Presse liest, natürlich jetzt ganz massiv. Der Einschlag, der jetzt entsprechend oder die Welle, die jetzt über Amerika drüber zieht. Wir sind in Amerika, wie Sie sagen, sind wir Marktführer mit Abstand im Bereich der mobilen Sprühgeräte, im Wesentlichen für Farben und Lasuren, die über Baumarktketten vertrieben werden. Daneben haben wir ein großes Geschäft auch, wo wir mobile Geräte an Handwerker vertreiben und bedienen eben auch Industriekunden mit stationären Beschichtungsanlagen. Unsere Absatzkanäle jetzt auf der Konsumerseite, die großen Baumarktketten, sind aktuell offen, sind auch amerikaweit noch als essentiell klassifiziert. Also da werden hoffentlich sie auch offen bleiben während der Krise. Der Gedanke ist, dass man den Leuten auch eine Chance geben will, dass sie irgendwie Rohrbruch oder sonst was auch reparieren können in der Zeit der Krise. Insoweit sind die Baumarktketten im Moment noch auf. Das kann sich natürlich ändern. Für uns sind sie immer noch als Absatzkanal auf. Neben dem Onlinehandel. Im Onlinehandel sehen wir nicht nur in Amerika, auch in Europa natürlich im Moment ein rasantes Wachstum. Herr Dr. Niemeyer, Sie sind ja in dem Sinne Profi, wenn es darum geht, Mittel, Farben beispielsweise auf Oberflächen zu bringen. Ich hatte es vorhin angesprochen, diese Bilder, dass Trupps durch Straßen ziehen und diese mit Desinfektionsmittel sozusagen besprühen. Als Sie diese Bilder gesehen haben, was haben Sie sich gedacht? Ist das sinnvoll oder ist das blanker Aktionismus? Nein, ich glaube nicht, dass das blanker Aktionismus ist, sondern ich meine, Desinfektion gibt es ja schon lange. Es gibt etablierte Desinfektionsmittel auch, die im Rahmen von Sprühtechnologie auch schon aufgetragen werden. Das geht im kleinen Bereich los und bis große Bereiche. Die Materialien haben ja auch entsprechende Zulassungen für bestimmte Einsatzzwecke zur Bekämpfung von Bakterien, zur Bekämpfung von Viren. Natürlich noch nicht jetzt speziell für Corona-Viren, aber allgemein für Virenbekämpfung sind die Materialien ja auch entsprechend zugelassen. Und ich meine, dass auf der Straße die großflächige Desinfektion ist das eine. Das andere sind natürlich auch kleinere Bereiche, wenn man daran denkt an Arztpraxen, wenn man daran denkt an Arbeitsplätze in Industrieunternehmen, wenn man an Sanitäreinrichtungen, wenn man an Sportclubs denkt, wo auch Desinfektionsbedarf besteht. Das ist ein Markt, den wir auch schon bedient haben und der jetzt natürlich aktuell auch stark wächst und wo wir mit unserem breiten Angebot an Sprühgeräten
von handgehaltenen Sprühgeräten bis Pumpen mit einer hohen Leistungsausbringung sehr gut aufgestellt sind und jetzt Sie auch haben einen ja, ziemlichen Bedarf sehen. Sie haben ja ganz konkret hier auch in den Vereinigten Staaten im Prinzip ja schon auch einige Vorbereitungen getroffen. Es wurde dort auch mit einem großen Hersteller gerade für solche Desinfektionsmittel eine Kooperation angestoßen, noch im vergangenen Jahr, noch bevor überhaupt die ganze Geschichte losgegangen ist. Mit was müssen wir jetzt rechnen, dass besagter Hersteller mit ihren Geräten durch New York zieht und alles desinfiziert, was infiziert werden kann? Ja, da geht es mehr so um den Innenbereich aktuell. Ne, das ist also, wenn man durch die Straßen zieht, das sind dann, sag ich mal, große wie Tankzüge, die damit durchfahren. Wir sind jetzt aktuell eher in dem Bereich, wo man jetzt Schulen desinfiziert, wo man also noch Arbeiter hat, die im Grunde durchlaufen, sehen aus wie die Astronauten und mit unseren Sprühgeräten, mit entsprechenden ausschussstarken Pumpen, im Grunde großflächig in Gebäuden, mäßig, im Wesentlichen auch im Innenbereich jetzt desinfizieren. Sagen Sie, was ist denn da jetzt ganz genau drin in diesen, ich sag's mal salopp, Spritzpistolen? Ich sag mal so, es war ja eher ungeschickt, wenn jetzt das Desinfektionsmittel, welches man in Kliniken braucht, da drin wäre, weil da würde es ja dann fehlen. Ja, das ist unterschiedliche Desinfektionsmittel und die Anforderungen sind auch unterschiedlich, je nachdem, welche Oberflächen es geht und wie weit es auch jetzt um Desinfektion von etwa Hautoberflächen geht. Das sind schon sehr andere Materialien. Wir arbeiten da mit den Materialherstellern zusammen. Wir sind ja selber kein Materialhersteller, sondern wir stellen die Geräte zur Verfügung, die eigentlich geeignet sind für die entsprechend zugelassenen Materialien ein effizientes Arbeiten zu ermöglichen. Die Materialien, die reichen von alkoholbasierten bis sehr viel andere chemische Materialien, die da in den Desinfektionsmitteln drin sind und die entsprechend auch zugelassen sind, die ihre Wirksamkeit natürlich auch in entsprechenden Tests und Studien schon bewiesen haben. Wie gesagt, jetzt nicht speziell für die Coronaviren, aber für allgemeine Bakterien, aber auch für Viren sind ja die Materialien schon länger auch auf dem Markt. Ist es denn so, dass die Hersteller sich jetzt darauf einstellen, dass eben besagte großflächige Desinfektion in Zukunft stattfinden wird? Also sprich, werden jetzt große Anlagen von Ihnen angefordert, um eben auch großflächig desinfizieren zu können? Ja, ich glaube, das wird sein, sowohl, dass man sagt, es sind größere Anlagen, beziehungsweise es müssen ja eigentlich mobile Geräte sein, die man im Grunde zu den Einsatzorten hinbringt. Das sind dann Pumpen oder handgehaltene Geräte. Ich bin schon überzeugt, dass das, was wir jetzt erleben, mit dem Fokus auch auf Desinfektion, dass das sicherlich nochmal auf einen richtigen Anschub gibt. Und es wird vielleicht in der Zukunft nicht mehr mit der Vehemenz jetzt betrieben, wie es im Moment ist. Aber ich bin sicher, dass auch nach einer Corona-Krise die Bedeutung von Desinfektionsmitteln und Desinfizieren von Flächen, sage ich mal, Türgriffen und Themen, wo wir alle wesentlich sensibler heute sind, im Sinne von, das können ja Übertragungsrouten sein, dass das wesentlich in den Fokus mehr rücken wird und dass es insofern auch einen deutlich höheren Bedarf an Desinfektionsmitteln und dann auch an Geräten geben wird für Desinfektionsaufgaben. Und da sind wir sehr gut aufgestellt. Sagen, letzte Frage, weil ich es gerade gehört habe hier nach der Corona-Krise. Wir alle hoffen, dass dieser Spuk bald vorbei ist. Wie ist denn Ihre Einschätzung vielleicht abschließend, Herr Dr. Niemeyer? Wann ist es soweit? Wann können wir sagen, die Krise ist vorbei? Ja, das ist eine ganz schwierige Aussage, Herr Winzmann. Ich denke, dass die akuten Krise, und das ist jetzt mehr so meine persönliche Meinung, auch wenn man auch Richtung China kommt, das wird uns sicherlich noch 3 Monate sicherlich beschäftigen. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wie kommen wir da wieder raus aus der Krise? Ich meine, viele von uns haben das ja erlebt in 2009, den Einbruch. Wir haben damals ja lange spekuliert, wird es einen V-Verlauf geben, das heißt eine schnelle Erholung, wird es ein L geben, das ist eigentlich ein Absinken auf eine lange Zeit,
wird es vielleicht ein U sein, dass es irgendwie, und die gleichen Fragen stellen sich jetzt auch wieder. Unterschied für mich persönlich ist natürlich schon, es wird aktuell ist ja sehr, sehr viel, was an Vermögen verbrannt wird sozusagen, was bei Firmen abgeschmolzen wird, was bei Privatpersonen im Moment abgeschmolzen wird an Rücklagen, die gebildet worden sind. Und ich gehe mal davon aus, dass in einer Phase, wenn wirtschaftliche Erholung hoffentlich langsam wieder kommt, dass dann erstmal die Firmen, die auch die Privatpersonen erstmal wieder ein bisschen Geld sammeln wollen und dass die Konsumfreude und das Ausgabeverhalten sich doch nachhaltig ändern wird. Darauf denke ich, müssen wir uns einstellen. Insofern denke ich, dass so ab 3 Monaten wieder es anfängt, aber ich glaube, es wird ein langer, langer Weg werden, bis wir wieder wirklich auf einem Niveau sind, wie wir das vor der Corona-Krise waren. Herzlichen Dank, Herr Dr. Kuno Niemeyer, für diese Einschätzung und auch für dieses Gespräch. Die besten Grüße zu Ihnen nach Hause und natürlich auch Ihr Team. Und wir bleiben in Kontakt. Alles Gute. Vielen Dank, alles Gute. Bleiben Sie auch gesund. Ja, ebenso, danke. Tschüss. Tschüss.